Er war einer der bedeutendsten Automobilrennfahrer seiner Zeit und hat die Motorsport-Ära der 50er und 60er Jahre weitgehend beeinflusst. Er war damals fast so populär wie heute Michael Schumacher oder Sebastian Vettel. Er war schnell, mutig, ein echter Racer. Trotz einiger spektakulärer Unfälle ist der heute 83-Jährige immer noch munter und bei bester Gesundheit. Sein Name ist mit den Mercedes-Silberpfeilen der Nachkriegszeit eng verbunden. Insgesamt ist er bei 261 Rennen angetreten und stand dabei 79 Mal ganz oben auf dem Siegerpodest. Er ist die immer noch bekannte und unvergessene Rennfahrerlegende Hans Herrmann. Der gelernte Konditor und überzeugte Schwabe arbeitet heute immer noch in seiner Firma, die Autozubehör vertreibt. Er hat sie sich nach seiner Rennfahrerkarriere aufgebaut. Dem Motorsport ist er allerdings weiter eng verbunden. Die neuesten Informationen über die heutigen Rennen sind immer parat und über seine heutigen Rennfahrerkollegen weiß er bestens Bescheid. Bei diversen Oldtimer-Veranstaltungen ist er aktiv und bewegt viele seiner früheren Rennfahrzeuge immer noch flott durch manche Kurve. Und er hat viel zu erzählen. Naja, das werde ich natürlich oft gefragt. Und da kann ich sagen, als kleiner Junge, ich weiß nicht, 8 oder 9 Jahre alt, damals in der Klasse, hat jeder irgendeinen Wunschberuf gehabt oder sich vorgestellt. Es waren damals Kapitän oder Flugzeugführer, Lokomotivführer war auch was Besonderes. Ich wollte aber Rennfahrer werden. Das war immer mein Wunsch. Und in die Richtung bin ich in allen Dingen gegangen, sodass es dann tatsächlich wahr wurde. Ja, der Anfang war natürlich sehr schwer nach dem Krieg. Da hat man ja mal gar nichts gehabt. Und dann hatte ich gegen Materialien damals, Geld hat ja keinen Wert gehabt, das war 46, mein erstes Auto, mir anschaffen können. Das war ein BMW, das heißt, der hieß der Wartburg noch, also ein Vorläufer von BMW. Mit dem fuhr ich so rum, weil ich wollte halt immer Rennen fahren, ich wollte immer Auto fahren. Und später dann, das war dann in den 50er, 52er Jahren, hat Porsche ja mal den 356er gebaut. Und das war dann ein Instrument, mit dem ich dann mich bewähren konnte und fuhr dann einige Rallyes. Das heißt, damals hieß das Zuverlässigkeitsfahrten. Denn man kann nicht kommen und schön Rennfahrer werden. Man muss sich also irgendwie bewähren, auszeichnen. Und mit diesem privaten Wagen hatte ich Erfolge. Diese Erfolge führten dann dazu, dass sich die Rennfahrerlaufbahn von Hans Herrmann in Zukunft recht positiv entwickelte. Einige Rennställe interessierten sich für den jungen Fahrer. Ja, das war noch mit dem Privatwagen, also mit meinem 356er. Und eben diese Siege, also dieser Sieg dann, in der letzten Runde konnte ich ganz knapp noch an Richard von Frankenberg vorbei und habe dieses Sportwagenrennen gewonnen. Das war am Nürburgring, richtig. Und dann kam es dazu, dass eben bei Porsche, das war dann 53, hat damals ein Fahrer, ein Werksfahrer, der Richard Drenkel, einen schweren Unfall gehabt. Und bei Porsche fehlte dann ein Fahrer. Und da ich durch diese Erfolge, die ich mit dem 356 erreichen konnte, wurde eben Porsche damals, das war der Huschke von Hanstein und auch Professor Prinzing, aufmerksam auf mich und haben mich dann eingeladen, Versuchsfahrten, die hervorragend gingen. Und dann war mein erster Werkseinsatz 1953 in Le Mans. Dann war ich dort der Werksfahrer zusammen mit Helm Glöckler. Das andere Team war damals Richard von Frankenberg und Polensky. Und die Klasse haben wir dann ex aequo, konnte ich gewinnen zusammen mit Glöckler. Und daraufhin gab mir dann Ferry Porsche eine Möglichkeit, mit dem Rennsportwagen um die deutsche Meisterschaft zu fahren. Und die habe ich dann in dem Jahr 53 ja auch gewonnen. Vertrag gab es da nicht, da gab es einen Handschlag mit Ferry Porsche und da war das besiegelt. Und damit war Hans Herrmann im Geschäft. Neben Le Mans durfte er für Porsche auch noch andere Langstreckenrennen, wie zum Beispiel die Mille Miglia, bestreiten. Ein Autorennen über öffentliche und meist unbefestigte Straßen. Sehr schwierig zu fahren und voller Tücken, wie Hans Herrmann und sein Beifahrer Herbert Linge erfahren mussten. Bei der Mille Miglia
ist es sehr wichtig, bei den Erkundungsfahrten, bei den Trainingsfahrten, die Bahnübergänge in dem Gebetbuch zu haben, denn die sind sehr unterschiedlich, schlechte und gute. Es war unten bei Pescara, also in Richtung Aquila Rieti, in den Abruzzen rein, kamen wir an hat mir mein Linge, also das Zeichen gegeben, es kommt eine Bahnschranke, eine gute, also schnell. Wir kamen um die ca. 170 Stundenkilometer um diese Rechtskurve herum. Und da ich noch keinen Zug sah, weil links und rechts eine Erhöhung war, eine Büschung, dachte ich, naja, jetzt ist noch keiner da. Ich hau dem Herbert Linge auf seinen Stutzkelm, dass er sich duckt und weiß, dass es gar nirgends anders mehr hingeht, also unter der geschlossenen Bahnschranke durch. Und es hat geklappt. Wir hatten ein Riesenglück. Recht erfolgreich fuhr Hans Hermann auch beim ältesten und lange Zeit wichtigsten Sportwagenrennen, der Targa Florio. Es führte auf einem Rundkurs über öffentliche Straßen durch die Berge Siziliens. Hitze, Staub und sehr oft unkontrollierbare Zuschauer und Tiere aller Art machten den Fahrern das Leben schwer. Der Porsche-Werksfahrer erzielte bei diesem außergewöhnlich schweren Rennen mehrere Klassensiege und erreichte 1960 einen Gesamtsieg. Seine Beifahrer bei diesem Rennen: Joachim Bonnier und Graham Hill. Am Jahresende von Jahr 54 war dann die Panamericana, ein Rennen in Mexiko, welches vom Süden nach Norden geht, also von der Grenze Guatemala oben bis USA an die Grenze. Und das sind circa 3000 Kilometer. Es ist natürlich abenteuerlich. Und dieses Rennen wir haben es nur einmal abfahren können, um überhaupt zu wissen, wo es hingeht. Karl Kling hat uns damals bestimmte Anhaltspunkte geben können, weil er fuhr ja dieses Rennen schon mal. Und wir haben dieses Rennen, ich müsste jetzt mal nachschauen, da waren wir Erster in der Klasse und waren Dritter im Gesamtklasse, was damals sensationell war. Gegen die großen Ferrari, Maserati und was da alles dann da war. Einer der Höhepunkte in der Laufbahn von Hans Hermann war dann die Verpflichtung durch den größten und wichtigsten Rennstall der 50er Jahre. Er wurde auserkoren, neben den berühmten Rennfahrern Juan Manuel Fangio und Karl Kling die legendären Silberpfeile der Nachkriegszeit zu fahren. In dem Jahr 53 hat mir der Ferry Porsche angeboten, im Jahr 54 wieder für Porsche Werksfahrer zu sein, was ich mit Freude natürlich angenommen habe. Jetzt kam aber im Ende 53 hat Mercedes wieder den Rennstall aufgebaut. Neubauer, der legendäre Rennleiter von Mercedes-Benz, hat dann natürlich die besten Fahrer geschaut, die da waren. Das war also Juan Manuel Fangio, war der Fahrer. Und als Zweiten hatte er ja den langjährigen Karl Kling, der ja auch Versuchsfahrer war. Aber Neubauer, Mercedes, wollte also nicht nur mit 2, sondern mit 3 Fahrzeugen wieder in die Formel-1-Weltmeisterschaft einsteigen. Dazu suchte man den 3. Fahrer. Das Ganze begann so, dass ein Anruf bei mir zu Hause ankam und Neubauer war am Apparat und fragte mich, Herr Hermann, wir würden Sie gerne einladen zu Versuchsfahrten am Nürburgring. Jetzt muss man sich vorstellen, der große Neubauer ruft mich, kleinen Rennfahrer, an. Ich war also sprachlos. Das heißt, ich habe 3, 4 Sekunden gar nichts ausgebracht. Und da brüllte er rein, habe ich noch heute im Ohr, ja, wollen's oder wollen's nicht? Das sei natürlich will ich. Also, da sind Sie am so und so vielten, am Nürburgring sind die Versuchsfahrten. Ja, jetzt kam natürlich für mich eine schwierige, prekäre Situation, denn Neubauer hat mir ja für 54 dieses Angebot gemacht, in die Formel-1-Weltmeisterschaft einzusteigen und auch die entsprechenden Sportwagen. Aber ich habe ja 1953 per Handschlag Ferry Porsche zugesagt, 54 für ihn zu fahren. Jetzt habe ich dem Herrn Neubauer, musste ich sagen, ja, Sie, Herr Neubauer, ich freue mich natürlich, dass ich jetzt der Fahrer war, der in die Mannschaft kommt, aber ich habe mit Porsche eine Vereinbarung, dass ich Porsche fahre. Da hat Neubauer gesagt, das kommt bei uns überhaupt nicht in Frage. Wenn Sie bei Mercedes fahren, sind Sie nur bei Mercedes, sonst niemand.
Und da war ich also in einer solchen schlimmen Lage, mich zu entscheiden, und habe mich aber doch dann letzten Endes durchgerungen, mein Wort, was ich dem Ferry Porsche gegeben habe, einzuhalten. Damit hat Herr Neubauer gesagt, dann können Sie bei uns nicht fahren. Das war furchtbar für mich. Und es war halt so. 2, 3 Wochen später kam ein Anruf von Daimler-Benz, von seiner Sekretärin, die Heinze, und sagte, Hermann, Sie sollten noch mal zu Herrn Neubauer kommen. Und bin eigentlich hin. Und da hat er sich dann Gott sei Dank bereit erklärt, in diesem Jahr 54 ausnahmsweise seine Genehmigung erteilt, dass ich die Sportwagenrennen für Porsche fahren kann. Das war also ein Kuriosum, dass ein Fahrer bei 2 verschiedenen Marken Rennen fährt. Mein erster Einsatz für Mercedes in der Formel 1 war der große Preis von Frankreich in Reims. Das war natürlich für mich etwas ganz Besonderes, auch Neues, und, aber auch für Mercedes, denn das war ja wieder die Wiederkehr nach dem Krieg in die Formel 1. Bei diesem Rennen in Reims bin ich leider ausgefallen. Fangio hat gewonnen, Kling war Zweiter. Also wir hätten eigentlich einen Dreifach-Triumph erleben können. Ich bin durch einen Motordefekt ausgefallen, habe aber, und das ist auch etwas Besonderes gewesen, in meinem ersten Formel-1-Rennen dort die schnellste Runde gefahren. Dann ging es weiter, dann kam in der Schweiz der große Preis in Bern. Da war ich, wie man so sagt, auf dem Treppchen, war ich Dritter, war also für mich schon ein Riesenerfolg. Und dann kam in Italien der große Preis von Italien in Monza. Da war ich dann, da hatte ich allerdings den Monoposto, weil nur 2 Stromlinien zur Verfügung waren. Und die hat natürlich bekommen der Fangio und der Kling. Und ich als Jüngster, ohne weiteres natürlich, war ich da einverstanden, hatte den Monoposto, war aber dann doch Vierter noch in dem Rennen in Monza. Dann als Abschluss von Formel 1 war dann die Avus. Auf der Avus hat Karl Kling gewonnen, Fangio war Zweiter und ich war Dritter. Wir sind, glaube ich, alle 3 in 2 Sekunden Abständen durchs Ziel. Wir hatten durch die Stromlinie auf der Avus schon Vorteile gegenüber dem Wettbewerb. Wenn man jetzt so die Fahrzeuge sieht, also zum Beispiel jetzt gerade mit diesem, das war unsere Stromlinien, technisch sind sie identisch. Im Gegensatz zu dem Stromlinienwagen haben wir nach diesen Monoposto mit freistehenden Rädern auf Rennstrecken eingesetzt, die eben sehr kurvenreich waren, zum Beispiel den Nürburgring, wo man natürlich besser anpeilen kann. Fangio wurde in diesen beiden Jahren, 54 und 55, Weltmeister. Und Mercedes hat damit den Rennbetrieb eingestellt. Beim Versuch, weiter in der Formel 1 zu fahren, erlitt Hermann einige schwere Verletzungen, die er aber erstaunlich gut überstand. Deswegen erhielt er auch von der Presse und seinen Kollegen den Beinamen Hans im Glück, der auch bei anderen Begebenheiten seine Berechtigung hatte. Mercedes hat 1955 am Ende der Saison sich vom Rennsport zurückgezogen. Die haben aufgehört. Nicht jetzt durch den schweren Unfall, der damals auch leider passiert ist in Le Mans, sondern es war also im Vorstand die Entscheidung schon gefallen, Jahresende hören wir auf. Und dann musste ich mich umsehen. Bin dann bei verschiedenen Rennstellen gefahren, unter anderem bei BAM. Und da fuhr ich, das heißt, da hat der Stirling Moss mit seinem Rennteam mir seinen Formel 1 gegeben. Er fuhr den Cooper, der war ein bisschen niederer, war auf der Geraden, auf der Avus Idee schneller. Und ich fuhr den BAM. Und mit dem hatte ich dann im Rennen einen sehr, sehr schweren Unfall. Man muss sich vorstellen, die Avus ist eigentlich keine Fahrerstrecke. Das ist eine Strecke, da braucht man einen gescheiten Motor, der gut geht, und eine gute Bremse. Und wenn man zur Südkehre runterkommt, war die leichte Ausfahrt, das war also die Kehre, um dann wieder auf dieselbe Bahn, auf der Autobahn wieder zurückzufahren. Das bedeutet, bei etwa 280, 290 ging der BRM, muss man so ca. 250 Meter vor der leichten Rechtskurve anbremsen, um dann in die Enge dann rumzukommen. Und ich, das war in der 7. oder 8. Runde, gehe auf das Pedal und das Pedal fällt durch. Also
keine Bremse, überhaupt keine Bremswirkung. Jetzt muss man dazu sagen, ich hätte in die leichte rechts rein können, aber da sind ja Tausende von Zuschauern, Tribünen und stehen da. Da wären, wenn ich da rein wäre, wären 100 tot gewesen. Und bin dann ganz bewusst geradeaus, habe Strohballen zwischen die Räder genommen, in der Hoffnung, das verzögert, das bremst mich ab. Jetzt muss man aber wissen, einen Tag davor, am Samstag, hat es heftig geregnet. Die Strohballen waren vollgesogen, also doppelt so schwer wie sonst. Und dabei ist mein Fahrzeug, da gibt es ja einen Film davon, 12 Meter hoch, 70 Meter durch die Luft vor dem ersten Aufschlag und dann noch einmal 60 Meter weiter. Das heißt, ich dachte einfach, na ja Gott, jetzt hast du Pech, jetzt stirbst du hier. Denn am Samstag, also am Tag davor, ist ja mein sehr enger Freund Jean Behra auf der Avus, aber auf der Nordkurve, auf der Steilwand, tödlich verunglückt. Ich hatte also wahnsinniges Glück. Damals waren die Sicherheitsvorkehrungen eigentlich primitiv. Angeschnallt war man nicht, man saß mit so Ärmchen da drin, also mit kurzen Polo. Und ich hatte einfach Glück, dass ich zum richtigen Moment rausgeschleudert wurde und nicht das Auto noch ins Kreuz bekam. Sein Glück versuchte der Schwabe dann bei einigen kleineren Rennstellen, wie zum Beispiel bei Borgward oder der italienischen Firma Abarth. Er fuhr Langstrecken- und Bergrennen, ohne damit aber Chancen auf Gesamtsiege bei bedeutenden Rennen zu haben. Ich habe dann 65 Abarth wieder verlassen, denn es kam ein Ruf von Zuffenhausen, von Porsche, vom Herrn Piech, dem ich sehr gerne gefolgt bin natürlich. Und ich fuhr dann eine Riesenserie hier 1966 mit dem Sportwagen 906, 907, 908er, diese Typen, die 3 Liter. Und wir fuhren dort überwiegend beim Berg, wir fuhren Langstreckenrennen, Kurzstreckenrennen. Aber die ganz große Wagen konnten wir nicht schlagen, weil die Ferrari, die Maserati und so weiter waren eben hubraummäßig uns überlegen. In Le Mans fuhr ich 13 Rennen, einmal Abarth und 12 Mal auf Porsche. Und mit relativ guten Ergebnissen. Und 1969 mit dem 3 Liter waren wir nahe dran, den Gesamtsieg erstmals zu erringen. Aber wir hatten einen harten Konkurrenten, das war eben Chucky X mit dem GT40, mit dem 5 Liter Motor. Und wir haben uns die letzten zwei Stunden gegenseitig pro Runde, muss man sich vorstellen, 2, 3, 4 Mal gegenseitig überholt. Das heißt, das Resultat war so, dass ich dann am Ende der 24 Stunden mit 1,5 Sekunden geschlagen wurde von Chucky X. Das heißt, so ein Resultat gab es vorher und auch nachher in Le Mans nie mehr, denn normalerweise sind die Abstände zwischen den 2., 3., 4. Rundenabstände und nicht Sekundenabstände. Eigentlich wollte man schon 1969 einen ganz neu entwickelten Sportwagen, den Porsche 917, in Le Mans einsetzen. Doch der war von Anfang an schwer zu fahren. Fahrwerk und Aerodynamik passten offensichtlich nicht zusammen. Alle Piloten empfanden das Fahren mit dem neuen Porsche als Ritt auf der Kanonenkugel. Aus dem Grund sind wir auch, die Werksfahrer, 69 mit diesem Fahrzeug nicht an den Start gegangen. Da waren Engländer dann drauf. Also wir haben es abgelehnt, der Siffer, der Mitter, wir haben gesagt, nein, mit dem Auto möchten wir erst fahren, wenn wir es im Griff haben. Das hat natürlich unseren Piech nicht ruhen lassen. Und er ist jetzt angegangen, einen starken Motor zu bauen. Und das war dann ein 5-Liter-Motor, ein 12-Zylinder 917, der anfänglich bei den ersten Versuchen vom Fahren her noch sehr, sehr schwierig war. Aber wir haben ihn dann so weit auf der Straßenlage zu einem guten Fahrwerk gebracht, dass wir absolut souverän waren. Und den haben wir dann natürlich 1970 auch in Le Mans eingesetzt, logischerweise. Und für mich war es natürlich wunderbar, dass ich dann diesen ersten Gesamtsieg für Porsche mit diesem 917 erringen konnte. Und zudem war das dann gleichzeitig auch das Ende meiner Rennfahrerlaufbahn. Ja, ich fahre jetzt annähernd 20 Jahre Rennen. Und nachdem ich
dieses so wichtige Rennen für uns, 24 Stunden von Le Mans, gewonnen habe, steht für mich der Entschluss endgültig fest, aufzuhören. Ich bin glücklich, ich bin gesund und kann mir und konnte mir keinen besseren Abschluss vorstellen. Besonders glücklich über diesen Entschluss war natürlich seine charmante und attraktive Frau Madeleine, die mit ihren 2 Söhnen in Stuttgart lebte und von Rennen zu Rennen hoffte, ihren Mann gesund wiederzusehen und sich auf ihre Weise beschäftigte. Das ist ganz klar, dass man immer Angst hat. Aber ich wusste ja, wen ich geheiratet habe. Ich habe ja einen Rennfahrer geheiratet, also was kann man machen? Nur beten und hoffen, dass es gut geht. Ich habe immer irgendwas zu tun. Dann habe ich Bücher ihm angelegt, also gerade mit Zeitungsausschnitten und Fotos, also was alles kam. Wir haben ein offenes Haus und sämtliche Rennfahrer waren also schon hier und haben sich unten in der Bar auf einer Tafel verewigt. Wir sind beide sehr häuslich. Mein Mann schwimmt jeden Morgen, macht sein Programm sehr diszipliniert. Dann auf ein gemütliches Heim legen wir sehr viel Wert. Unser Sohn Dino mit seiner Frau, sie ist eine Chinesin, Lien heißt sie, und sie haben uns diesen süßen kleinen Fratz Lino geschenkt. Hundefreund Hermann hatte zu den meisten seiner Fahrerkollegen ein herzliches und freundschaftliches Verhältnis. Und auch der Spaß kam nicht zu kurz. Mit Ingenieuren und Mechanikern kam er bei den Rennen gut zurecht. 2 Zeitzeugen bestätigen das gerne. Es war eben so, dass er der Hans Hermann als Nicht-Techniker es eben anders ausdrückte und man musste sich einfach hineinleben in seine Aussagen, in seine Sprache. Und beim Hans war es oft so, dass wir gesagt haben, Hans, ist prima, was du jetzt sagst, und machten es dann heimlich ein bisschen anders. Und das war dann auch gut, weil wir wussten, was er meinte. Das war immer sehr nett, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er war auch immer sehr geduldig. Er war zur Hauptsache eben, und das war das Wichtigste für diese Versuchsfahrten und auch für das Rennen. Er war zuverlässig und konstant in seinen Leistungen, in seinen Rundenzeiten und auch in seinen Aussagen, wenn etwas gemacht werden musste am Auto. Was damals schon verblüffend war, ist, dass der Hans, der als Nicht-Techniker die Aussagen, die er gemacht hat über die Autos, dass man da sehr viel damit anfangen konnte, weil es sehr konstant und zuverlässig gleichmäßig gefahren ist, was bei Entwicklungsdingen unheimlich wichtig war. Und seine Aussage sehr präzise sind und vor allem sehr auch umsetzen konnte nachher, wenn man was verbessert hat. Weil vielfach ist natürlich passiert, dass irgendwelche Fahrer der Meinung waren, sie müssen sagen, das und das muss geändert werden, was eigentlich grundfalsch ist. Sie sollen sagen, wie sich das Auto benimmt. Und dann sagt der Ingenieur, was man dann machen muss, dass es anders wird. Das wäre der normale Weg und das konnte er ganz toll umsetzen. Hans Hermann, ein außergewöhnlicher Mensch, ehemals ein hervorragender Rennfahrer und auch heute noch ein geachteter Geschäftsmann. Er hat ein Stück deutscher Motorsportgeschichte geschrieben. Deshalb ist er bei vielen Motorsportfreunden immer noch hoch geschätzt. Und man kann nur hoffen, dass der quicklebendige und immer freundliche 83-Jährige seinen Gasfuß noch lange nicht stillhält und sein Leben noch viele Jahre genießen kann.